Wenn es zu Schlagabtausch kommt, sollten wir auch wissen, wie wir da fungieren. Hier irgendwo durchkommt. Nicht aus dem perfekten Winkel, Form zu schlagen. Versuche irgendwie ran. Ich strecke nicht meine Arme nach vorne zu den Angriffen und will hier kontern, weil ich dadurch hier den Brustblicke auf. Boom. Boxing Range. Boom. Und jetzt kommen wir in die nächste Achse. Komm uns. Und als nächstes wäre die Bodenhöhe. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Lifestyle for Me. Wieder an meiner Seite der liebe Cesar. Ich danke dir nochmal, dass du hier am Start bist. Wie gesagt, auch seinen Kanal immer abchecken. Ja, sind sehr, sehr schöne Videos am Start. Wir leben inzwischen leider in der Zeit, in der weniger geschlagen wird und mehr gestoßen und gestochen. Wenn es zu Schlagabtausch kommt, sollten wir auch wissen, wie wir da fungieren. Es wäre Quatsch, wenn ich euch jetzt zeige, was ihr gegen Messer machen sollt. Gibt es nur die Crocodile Dundee Technik. Mein Messer ist größer. Ein Lehrer zeigt dir, wie du richtig den Schlag ausführst. Zu 80%, 70% positiv, zu 30% auch negativ. Weil dadurch wird es sehr systematisch. Was will ich damit sagen? Vielleicht haben die einen oder anderen mal die Erfahrung gemacht, dass wenn sie gegen einen Anfänger kämpfen, sich wundern, woher der Schlag jetzt kam und wieso er reinkam. Während du gegen einen Profi, der schon lange mit dir trainiert, den eigentlich ganz gut handeln kannst und er gar nicht mehr so reinkam. Das liegt daran, weil er nicht perfekte Winkel benutzt. Wir müssen von vornherein da so ein bisschen abstecken und aufpassen, wie so ein Schlag von so einem Ausgeführten jetzt auf der Straße kommen kann. Da passiert ein Hook nicht aus dem perfekten Winkel, sondern kommt manchmal von leicht oben. Er kann sogar manchmal von leicht unten führen. Der Winkel, der kann so komisch kommen, dass man manchmal die Abwehr, selbst wenn man covert, ne, dass der hier irgendwo durchkommt. Deswegen ist es auch oft so, dass wenn ich sehe, wie einige Leute schlagen, sie schlagen nämlich gar nicht mehr die gerade Form. Das heißt, die gerade Form wäre jetzt wirklich hier gerade aus dem Schlag raus, sondern sie fangen an, einen Bogen zu schlagen und dadurch wird schon der Arm hier an der Bande abgelenkt. Das heißt, er führt schon einen anderen Weg aus und er kann dann einen schönen Konterschlag setzen. Ich sende das hier immer den stechenden Jab. Ich so schlage. Ja. Und das ist es, was auf der Straße passieren kann. Die Leute haben nicht die saubere Form zu schlagen, sondern die schlagen manchmal auch irgendwie. Wie kann ich hier einen vollständigen Schutz generieren? Gar nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist, selbst wenn ich einen nehmen muss, so dicht dran zu gehen, dass ich irgendwie versuche, weitere Schläge zu unterbinden. Versuche irgendwie ranzukommen, weitere Schläge zu unterbinden. Okay? Auf Entfernung, auch hier wieder Distanzspiel, kann immer wieder was kommen. Ja? Und gerade unsaubere Schläge sind hier sehr schwer zu deuten und zu erkennen. Ein Gorilla, ein Bär, ein Tiger, ein Leopard, was auch immer, nie eine Gerade schlagen. Alles entsteht aus diesem Winkel. Wenn wir uns jetzt mal einen Bauernschwinger oder einen Straßenschwinger angucken auf der Straße, kommt er aus genau diesem Winkel. Was muss ich also tun, um hier den Schutz zu gewährleisten? Ganz einfach, ich fühle nicht. Fühlern bedeutet, ich strecke nicht meine Arme nach vorne zu den Angriffen und will hier kontern, weil ich dadurch hier eine große Lücke aufmache. Ja? Ich halte meine Deckung so gut es geht immer so nah wie möglich am Kopf dran. Meine Beine gehen heran, nicht meine Hände gehen heran. Ja? Wenn dann auch noch ein guter Kampfsportler kommt, ist ganz vorbei. Deswegen rangehen, wenn ein Schlag kommt, rangehen, rangehen. Ihr seht schon, ich fange an, in der Doppeldeckung ihn so ein bisschen zu steuern. Ich nutze aber nicht von hier aus jetzt, wie eben ran und fange mir hier nachher irgendwelche anderen Schläge. Dieses Trappen, ja, mag auf eine gewisse Art und Weise funktionieren, aber dann müssen wir uns auch in dieser Distanz befinden. Kicking Range, ja, boom. Boxing Range, boom. Und jetzt kommen wir in die Nähe und jetzt kann ich auch anfangen zu sagen, ey, jetzt ist er mir so nah, jetzt kann ich trappen. Was kann ich denn tun, um jetzt hier reinzukommen? Jetzt darf ich trappen. Jetzt muss ich gar nicht mehr auf meinen großen Schutz hier achten. Komm rein, kann sofort handeln. Fange ich das vom Weiten an. Bob. Okay. Ich muss verstehen, ab wann setze ich was ein. Ich kann euch daher raten, da kommt ein Kick, da kommt ein Schlag. Fupp, fupp. Guck mal, wie dicht ich hier schon dran bin. Ja? Jetzt kommt der nächste, jetzt kann ich hier ran. Seht schon, jetzt ist die Arbeit nach vorne gewährleistet. Ich darf nicht die falschen Anwendungen nutzen für die falschen Distanzen. Es wäre so ein bisschen so, als ob ich hier versuche, einen High-Kick zu machen. Kicking-Distanz, boom. Boxing-Distanz, boom. Trapping-Distanz, Ringer-Distanz und als nächstes wäre die Bodendistanz. Cesar, ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte so halbwegs erklären, was ich damit meine. Checkt seinen Kanal ab. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich versuche mal einen Tornado. Ich habe lange keinen Tornado gemacht. Und wenn es zu Schlagabtausch kommt, sollten wir auch wissen, wie wir da fungieren. Hier irgendwo durchkommt. Nicht aus dem perfekten Winkel, Form zu schlagen. Versuche irgendwie ran. Ich strecke nicht meine Arme nach vorne zu den Angriffen und will hier kontern, weil ich dadurch hier den Brustblicke auf. Boom. Boxing Range. Boom. Und jetzt kommen wir in die nächste Achse. Komm uns. Und als nächstes wäre die Bodenhöhe.